Manchmal unterlaufen euch Fehler, wenn ihr Automatisierung mit Home Assistant baut. Kein Problem, ihr könnt jetzt bis zu 75 Mal zurück oder wieder vor. Ihr fandet den Medienbildschirm, wenn ihr etwas abgespielt habt, langweilig. Jetzt gibt es eine neue, viel coolere Übersicht. Ja, das alles und vieles mehr ist mit dem neuen Release von Home Assistant möglich. Der Smart Home Fan hier vorne ist der Ur. Willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Lasst uns nun gemeinsam die Highlights des Home Assistant Release anschauen. Und wenn ihr zukünftig solche News, solche Updates gar nicht mehr verpassen möchtet, ihr wisst, was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da. Ansonsten, Film ab! Beim letzten Release gab es ein großes Update im Bereich der Automatisierung, hier mit diesem neuen Fenster auf der rechten Seite und der allgemeinen Ergonomie und Nutzung und Handhabung von Automatisierung. Die Community hat dazu viel Feedback gegeben und auf dieses Feedback wurde eingegangen. Das ist das Tolle an Home Assistant und hier sind die Verbesserungen auf das Feedback der Community. Zum einen könnt ihr das Fenster nun auf der rechten Seite kleiner und größer machen, so ihr das gerade haben möchtet. Verbessert wurde auch dieses Menü auf der rechten Seite, das können wir nun hier auch bei den Aktionsblöcken finden, um zum Beispiel schnell einen Test zu machen von der Automatisierung. Und natürlich finden wir das auch in der mobilen Ansicht wieder. Dass wir Aktionsblöcke hier so kopieren können, ist nichts Neues. Ihr könnt das Ganze auch mit der Tastatur machen, mit zum Beispiel STRG C oder auf dem Mac mit Command C. So, jetzt habe ich es in der Zwischenablage kopiert. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann drücke ich STRG V und kann das Ganze nun hier hinzufügen. Und das Ganze funktioniert so, den Aktionsblock, den ich hier ausgewählt habe, unter dem wird das Ganze kopiert. So einfach ist das. Und bleiben wir hier bei den Tastatureingaben, denn vielleicht habt ihr es gesehen, oben gibt es nun zwei Pfeile. Der eine ist der Zurück-Pfeil, damit kann ich das Ganze wieder rückgängig machen. Oder ich kann das Ganze hier wieder eingeben. Bis zu 75 Mal. Oh mein Gott. Und wenn ihr die Pfeile oben nicht benutzen möchtet, dann könnt ihr auch einfach nur STRG Z drücken. Dann geht das auch. Dann wird das Ganze ja rückgängig gemacht. Oder ihr drückt STRG Y und dann wird das Ganze wieder eingegeben. Und eine kleine Neuerung habe ich noch für euch. Wenn wir hier auf Baustein hinzufügen drücken und dann hier mal Wiederholen eingeben, seht ihr, dass es nun für Wiederholen 4 Einträge gibt. Ganz wichtig, die Einträge, die ihr hier seht, die aufgespalten wurden im Vergleich zum Release vorher, wo das nicht der Fall war, sind nur kosmetischer Natur. Das heißt, wenn ihr vor 2 Monaten hier in der Automatisierung was mit Wiederholen gemacht habt, müsst ihr hier nichts verändern. Das Ganze soll einfach nur der Community helfen, hier eine bessere Filtermöglichkeit in Bezug auf Wiederholung zu haben. Bei einem Release zuvor haben wir die Möglichkeit bekommen, hier das YAML-Fenster kleiner und größer zu gestalten. Mit diesem Release bekommen wir auch hier beim Template-Editor und beim allgemeinen YAML-Editor, zum Beispiel hier bei einer Automatisierung, so eine Toolbar, wo wir auch hier die Möglichkeit mit Zurück und Vor und Kopieren dann auch nutzen können. Wie eben gezeigt, könnt ihr das Ganze natürlich auch mit den Shortcuts der Tastatur nutzen. Mit dem Home Assistant Release 2025.8 kam eine neue Aktion hier ins System, womit ihr hier mit der KI noch besser, noch einfacher interagieren könnt. Ich habe anlässlich dieser neuen Aktion sogar eine Folge erstellt, womit man zum Beispiel mit einer Kennzeichenerkennung die Garage öffnen lassen kann oder auch andere Sachen. Das Video dazu oben rechts. Mit diesem Release wird diese Aktion weiter ausgebaut und die Möglichkeit hier gegeben, dass diese Aktion auch Bilder malen kann. Bedankenswerterweise finden wir auch die passende Automatisierung hier direkt in diesem Dokument. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibungsbox. Dann könnt ihr euch das Ganze einfach rauskopieren und mit euren Entitäten hier austauschen und dann direkt bei euch zu Hause umsetzen. Für mich mehr ein Gimmick als ein Nutzen, aber Spaß muss sein. Sonst wäre das Smart Home ja langweilig. Im letzten Release wurden wir hier mit dem Zuhause-Dashboard von den Entwicklerinnen und Entwicklern beglückt. In diesem Release wird das Ganze etwas verbessert. Es wurde nun die Funktion häufig genutzt, hier zu diesem Zuhause-Dashboard hinzugefügt. Da können wir zum Beispiel sehen, dass gerade die Bar Spots bei meinem Testsystem besonders oft genutzt wird. 3 andere Entitäten werden auch benutzt, aber diese werden derzeit nicht gefunden. Weil es ein Beta-Release ist, das ich derzeit hier installiert habe, bekomme ich auch hier direkt Fehler. Das bedeutet, bei euch werden dann hier
4 Einträge hier hinzugefügt von Geräten, Entitäten, die ihr hier besonders oft in eurem Home Assistant nutzt. Das Tolle ist, das Ganze ist dynamisch und zeitpunktabhängig. Das heißt, wenn ihr morgens andere Entitäten nutzt, bekommt ihr hier andere Entitäten vorgeschlagen, wie mittags oder abends. Probiert das gerne mal aus und schreibt mir es dann gern unten in die Kommentare. Verbessert wurde auch hier der Sprachassistent von Home Assistant. Ihr habt nun die Möglichkeit, 2 verschiedene Aktivierungswörter hier euch auszusuchen. Ihr könnt das Ganze zum Beispiel so machen, dass ihr Aktivierungswort 1 für deutsche Sprache nutzt und Aktivierungswort 2 für zum Beispiel englische Sprache oder Spanisch oder Türkisch oder was auch immer ihr gerne haben möchtet. Ihr könnt aber auch Aktivierungswort 1 für den lokalen Sprachassistenten hier nutzen und Aktivierungswort 2, wenn ihr zum Beispiel den Assistenten mit einem Large Language Model hier verknüpft habt. Die Einstellung dazu findet ihr hier, wo ihr dann Aktivierungswort 1 und Aktivierungswort 2 hier auswählen könnt und dann könnt ihr hier die 2 Assistenten dann jeweils zuweisen. Freundinnen und Freunde von guter Musik werden sich hier über das nächste Update freuen, denn das Dialogfenster für die Media Player wurde mit diesem Release verbessert. Wir haben jetzt hier zentral das Cover von dem Lied oder von dem Album, was wir derzeit abspielen. Hier dann die Künstler. Wir können dann hier das Lied vor- und zurückspulen. Wir haben hier die Bedienelemente, Lautstärke. Dann haben wir hier noch 2 Knöpfe für die Bibliothek und einen Knopf nebendran, wo wir dann uns hier verschiedene Geräte aussuchen können, um das Ganze abzuspielen. Ich persönlich stöbere sehr gerne in meinen Daten rum und nutze hier Verlauf sehr gerne. Und mit diesem Release, wenn ihr multiple Entitäten, Geräte hier analysiert und dann zum Beispiel in diese reinzoomt mit Steuerung und dann Mausrad, dann seht ihr, dass die unterschiedlichen Entitäten, die ihr hier ausgesucht habt, gleichzeitig reinzoomt und auch gleichzeitig rauszoomt. Das ist die Verbesserung mit diesem Release. Und wenn ihr natürlich weitere Entitäten, Graphen hier unten habt, dann werden diese dynamisch gleichzeitig rein und raus gezoomt. Was wäre ein Home Assistant Release, wenn es nicht neue Integrationen geben würde? Und mit diesem Release gibt es unter anderem die Integration Compet, darüber hinaus die Integration Droplet, außerdem auch eKey Bionics. Bei dieser Integration müsst ihr nun aufpassen, der Kürzel ist IRM und damit könnt ihr das Königliche Meteorologische Institut von Belgien dann hier nutzen und die Wetterdaten dann abgreifen. Außerdem hat es nun Libre Hardware Monitor ins Home Assistant geschafft. Freundinnen und Freunde von Docker werden sich jetzt riesig freuen, denn Portainer hat es nun als Integration ins Home Assistant geschafft. SFTP Storage gibt es nun als Integration und last but not least könnt ihr nun Victron Remote Monitoring mit Home Assistant hier verbinden und nutzen. Natürlich werfen wir auch einen Blick über die weiteren nennenswerten Verbesserungen hier im System, auch bestehender Integrationen. Und hier haben wir was ziemlich Cooles. Wenn ihr die Hue Bridge Pro habt, bekommt ihr nun neue Sensoren, und zwar die Motion Aware Sensoren, wenn man hier von Raum zu Raum läuft und dann die Lichter sich automatisch an- und ausschalten. Ein richtiger Kracher ist hier bei der LG ThinQ Integration, denn ihr könnt nun den Energieverbrauch eurer Geräte auslesen. Für alle Freunde der Wetterdaten bekommt ihr mit AccuWeather nun eine stündliche Vorhersage hier ins Home Assistant geliefert. Es hätte mich auch gewundert, wenn auch in diesem Release keine Verbesserung hier bei Reolink stattgefunden hätte. Dankeschön an Starkiller OG für die vielen Neuerungen hier. Der ein oder die andere hat sich vielleicht schon gedacht, mit den ganzen neuen Gen 4 Geräten von der IFA bei Shelly kommen diese nun mit diesem Release mehr oder weniger mit ins Home Assistant und kann dann damit arbeiten. Und wo wir es vorhin mit Reolink und Kameras hatten, mit der Tasmute-Integration bekommt ihr nun die Unterstützung hier für Kameraentitäten bzw. deren Funktionalitäten. Und wenn ihr Tibber euer eigen nennt und das mit Home Assistant benutzt, bekommt ihr nun alle 15 Minuten die Preisdaten und könnt dann damit eure Verbräuche noch besser steuern und hier bares Geld sparen oder verbrennen, je nachdem, was euch hier lieber ist. Für Tuya-Fans kann man sagen, gibt es jetzt ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Es werden nun mit diesem Release viel mehr Gerätschaften, Entitäten mit Tuya hier in Home Assistant unterstützt. Außerdem wundert euch nicht, wenn ihr Logbuch nicht mehr findet, denn das wurde nun in Aktivität umbenannt. Auch wenn die Gartensaison in Deutschland so gut wie vorbei ist, ihr könnt nun mit diesem Release
hier eure Rasenmäher noch besser mit eurer Sprache steuern. Und natürlich gibt es noch viele weitere Verbesserungen hier. Ich scroll mal ganz langsam hier durch, damit ihr das kurz sehen könnt, aber auf alle kann ich jetzt nicht eingehen, dann wird das Video unendlich lang. Ihr schaut euch schon das Video die ganze Zeit an und denkt euch, bei dem einen oder anderen Punkt, ja, das habe ich noch nicht so ganz verstanden oder das habt ihr sofort verstanden. Ja, dann kommt zu uns ins Forum, zur community-smarthome.com. Wir freuen uns riesig auf euch, wir helfen gerne und wir lassen uns gerne von anderen helfen. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Ich lasse euch dazu einen kurzen Einspieler abspielen und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch noch heute registrieren würdet. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch ab sofort unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch. Und damit euer System nicht gegen die Wand knallt, wenn ihr das updatet, hier ein Blick in die Backward Incompatible Changes. Ich scroll hier ganz langsam durch und wenn ein Eintrag hier vorhanden ist, was ihr bei euch zu Hause im Home Assistant nutzt, dann kommt ihr in das Dokument rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibungsbox. Dann könnt ihr das Ganze hier zum Beispiel aufklappen, hier durchlesen, ob das jetzt hier für euch stark relevant ist oder weniger relevant und dementsprechend bei euch hier die Vorkehrung treffen. Und wenn ihr alle Änderungen zu diesem Release euch durchlesen möchtet, ich packe euch den Link zum Full Changelog auch unten in die Beschreibungsbox und dann könnt ihr das in aller Ruhe euch durchlesen. Somit sind wir durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber ins Outro und hören uns mal das Fazit an. Ich denke, es wird Zeit, dass wir ein Fazit über das Home Assistant Release 2025.10 ziehen. Was sind denn hier eure Highlights und Lowlights? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich lese mir jeden Kommentar durch und beantworte auch jeden Kommentar. Also schreiben lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr mich fragt, ich persönlich finde die Verbesserung gerade im Bereich der Automatisierung ziemlich cool. Ich fand schon im letzten Release toll, dass man es umgebaut hat, weil ich das auch gerade auf einem Handy sehr spannend fand, wie man es nutzt und nutze tatsächlich, um hier und dort Automatisierung zu verfeinern. Wenn euch dieses Video nun geholfen hat, das Home Assistant Release 2025.10 noch besser zu verstehen, über ein Like und auch gerne ein Hype würde ich mich riesig freuen und natürlich, wenn ihr es in der Community teilt. Sonst bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut, ciao!